Gott sei Dank, wir haben es fast geschafft. Nicht. Oh Gott, ich kotze ab. Wird das nice. Wir sind jetzt hier auf dem Weg in den Huangshan Nationalpark. Das Wetter sieht natürlich sehr vielversprechend aus. Nicht? Aber wir lassen uns davon natürlich nicht abschrecken. Oder Christianski? Hätten wir mit was anderem rechnen können? Nein, natürlich nicht, weil wir sind ja unterwegs. Nun ja, mal sehen. So, wir sind jetzt im Huangshan-Gebirge. Durch massive Struggles. Sind auch schon 1 bis 2 Stufen hochgekraxelt. Wie man hier sieht, neben Christianski geht es auf jeden Fall nochmal ordentlich hoch und wir sind schon völlig hanebüchen voll geschwitzt. Leicht am Ölen. Ja, und von da kommen wir quasi gerade. Das sind vielleicht 2 von den gefühlt 3000 Treppen. Und ja, aber das Gebirge, das kann sich schon mal sehen lassen auf jeden Fall. Ein paar Meter haben wir schon geschafft. Von da unten sind wir zwar schon gestartet. Das erkennt man glaube ich gar nicht auf dem Video, wo die ganzen Busse stehen. Dann haben wir vielleicht 20% der Karte geschafft. Und da geht es jetzt noch hoch. Warte, da ist was draufgeschrieben. Und zwar genau diese Treppe da hinten. Gott sei Dank, wir haben es fast geschafft. Nicht. Oh Gott, ich kotze ab. Wird das nice. Jo, Aussicht hier geht schon klar, ne? Muss auch, Alter. Aber wir haben uns hart erkämpft. Aber weißt du, was witzig ist? Wir hätten uns den ganzen Spaß hier ersparen können für 10 Minuten Gondelfahrt. Also ich finde es ehrlich gesagt von hier Genauso wie von unten. genauso wie von ein bisschen weiter unten. Aber das sehen offensichtlich viele anders. Es folgen die Geschehnisse aus Huangshan. Dank Taifun keine Züge, stundenlanges Anstehen am Bahnhof, aufgebrachter Mob muss von Polizei am Aufstand gehindert werden, Sprachprobleme führen zu unnötig teuren Taxifahrten zum Nationalpark und zurück, kein direkter Bus nach Wuhan, aber über Hefei, allerdings erst am nächsten Morgen, zusätzliche Nacht in Huangshan. So, wir sind jetzt hier angekommen in Hefei. Heißt der Hefei? Da wird Hefei geschrieben. Okay, ich wurde auf Hefei korrigiert. Auf jeden Fall wurden unsere Pläne von einem sogenannten Supertornado bzw. Supertaifun durchkreuzt. Deswegen ist unsere Bahn gestern nicht gefahren. Ja, nach reichlichen Aufständen am Bahnhof
haben wir dann rausgefunden, dass es keine Ausweichmöglichkeit gibt und jetzt, naja, sind wir hier in dieser kleinen, bescheidenen Stadt gelandet, die gefühlt so groß ist wie Berlin und wahrscheinlich aber noch größer ist. Auf jeden Fall ist jetzt erstmal noch Warten angesagt, aber wir sind hier offensichtlich nicht die Einzigen, die am Warten sind. Aber auf Warten haben wir ja Gott sei Dank Bock. Aber warten ist ja genau unser Ding und ich warte ja auch nicht alleine. Der Nachtzug nach Zhangjiajie. Neue Tickets, keine Schlafplätze, sondern harte Sitze. Klo nicht benutzbar, ohne Wirkreiz zu verspüren. Rauchen und Spucken ohne Ende. An Schlaf nicht zu denken. Wir sind fertig wie lange nicht mehr. Schlimmste Bahnfahrt unseres Lebens. Wir befinden uns hier auf dem Weg zu unserem, nennen wir es, Ausweichspot, nachdem wir erfahren haben, dass unser Hostel oder Hotel nicht im Nationalpark liegt, was natürlich scheiße ist, weil die Chinesen nicht die allerbesten Öffnungszeiten für ihre Parks haben. Das heißt, Sonnenuntergang und Aufgang fallen leider weg, es sei denn, man möchte dort übernachten. Deswegen schauen wir jetzt, dass wir das Beste daraus machen. So, wir sind jetzt hier in, wir fragen uns immer noch, wie es ausgesprochen wird. Zhangjiajie wahrscheinlich. Auch genannt das Avatar-Gebirge. Auf jeden Fall findet man hier einige Affen und es wundert hier auf jeden Fall keinen, warum die nicht menschenscheu sind. Siehst vor lauter Chinesen das Land nicht mehr. Jetzt können wir hier nach ein paar Avatars suchen. Aber ich glaube, ich sehe keine. Aber es sieht schon ganz nice aus. So, wir sind jetzt auf dem Weg ins Hostel. Leider Gottes haben wir keine Avatars gesehen. Vielleicht klappt es ja morgen. Oder hast du welche gesehen, Chris? Leider nein. Ah, schade, ey. Aber ich habe ziemlich viele Chinesen gesehen. Ja, die ja, sieht man hier wie Sand am Meer. Das reicht nicht. Wir sind heute das zweite Mal in diesem Nationalpark, in dem Avatar gedreht wurde. Und wie wir sehen, Sind wir nicht alleine? sind wir nicht alleine. Das sind mal wieder die Spuren der Überbevölkerung. Aber noch geht's eigentlich. Gestern war auf jeden Fall mehr los, als wir hintergelaufen sind. Mal schauen, wie das heute so wird. Alter. Das gibt's ja aufs Maul von den Affen, Alter. Na doch. Jetzt mal aufpassen, dass wir nicht attackiert werden. Ja, wir haben ja nichts in die Lose rumbauen. Wäre gar nicht mal so cool. Luftfeuchtigkeit ist auch gar nicht so hoch hier. Sehr. Hast du jetzt mehr vom Felsen unten drauf? Ja. Minimal. Ah, findest Spannung steigt. Oh, wir sehen uns selber. Das ist ja geil. Mega. Es kann sich nur noch um Sekunden handeln.
Oh, geil, kein Fokus. Nice. Fett. So, das ist hier gerade unser aktueller Spot. Aber scheinbar stehen wir am falschen. Ja, scheinbar stehen wir wirklich am falschen, weil da hinten geht es anscheinend mehr ab. Ich glaube, ich spachtel lieber noch eine Runde. Gerade chillt er ja noch. Ich glaube, der klaut mir gleich die Cam. Oh, und mehr diese Affen hier in China. So, wir sitzen hier im chinesischen Restaurant. Haben hier auch ordentlich gespachtelt. Und irgendeine Überraschung hält das natürlich immer parat. Also sie haben natürlich ordentlich gespachtelt. Ich sollte hier Foodblogger werden. Und Christianski, wie hat es denn so geschmeckt? War schon ganz gut, ja. War schon ganz gut, ja. Vor allem mit der Aussicht auf den sogenannten Snack-Salamander. Achtung. Wir rätseln schon die ganze Zeit, ob der noch lebt oder tot ist, aber er hat schon... Er hat sich ein paar Mal bewegt. Er hat ein paar Dance-Moves schon gestartet, deswegen sind wir uns da gar nicht so sicher. Aber wer kann das schon wissen, ne? Wir haben ihn aber auch nicht bestellt, also wir wissen es nicht. Ja, aber wahrscheinlich wird er später irgendwann mal bestellt. Mal sehen. Wir laufen jetzt gerade zu unserem Spot heute Abend. Wenn wir ganz viel Glück haben, erleben wir vielleicht mal einen Sonnenuntergang mit, aber... I doubt it. Tja, wir wissen es noch nicht so ganz. Die ganzen Parks haben ja halt immer sehr vorteilhaft für Fotografen geöffnet. Deswegen haben wir jetzt noch nicht so viele Sonnenuntergänge miterleben dürfen. Nur jeden. Ja, aber wir konnten eigentlich fotografieren, ne? Aber es kann nur besser werden, würde ich sagen. So, wir befinden uns hier heute auf dem Weg nach Fenghuang und sitzen jetzt hier gerade noch am Busbahnhof und warten hier, was natürlich unsere Lieblingsbeschäftigung ist, warten. Ja, jetzt noch eine knappe Stunde auf den Bus, ein bisschen weniger, aber bei uns fängt das Warten ja erst nach 2 Stunden an, also von daher ist das für uns gar kein Ding. Herr Christianzi? Gar kein Problem. Da muss er mir natürlich direkt zustimmen.